Guten Abend. Peppes Bar ist mein persönlicher Versuch, einen Ort zu schaffen, an dem wir uns treffen und den Menschen, die Person, das Individuum kennenlernen. Heute Abend haben wir Thomas Rinke dabei und ich freue mich sehr. Willkommen, mein Lieber. Danke, Pepe, dass ich da sein darf. Das erste Mal in Pepes Bar. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir nehmen am Abend auf, ein bisschen geschlaucht vom Tag. Es gibt natürlich viel, was immer passiert in der Welt, auf der Arbeit, im Privaten. Da gibt's genug zu tun, es wird nicht langweilig. Aber das Gute ist, um 9 Uhr abends habe ich zumindestens die Ruhe, dann mich auf ein Getränk einzulassen und ich freue mich auf das Gespräch. Genau. Also ich trinke 'n Gin Tonic. Prost. Zum Was Wohl. trinkst du? Ich habe einen Whisky aus Schottland, 'nen sommerlichen Whisky. Passt ganz gut zum Wetter im Moment. Okay, das ist schön. Okay, wir sind in einer Bar, ne? Wir treffen uns hier. Was wäre also der beste Weg, deine Aufmerksamkeit oder deine Sympathie zu gewinnen? Wie kann ich das machen? Wie du meine Sympathie bekommen kannst. Genau, oder deine Aufmerksamkeit. Wie wäre der beste Weg? Nicht nur ich, sondern vielleicht, wenn du dich mit jemandem in einer Bar triffst. Und wenn ich mich in der Bar treffe, dann haben die natürlich schon meine Aufmerksamkeit. Ich muss zugeben, ich gehe selten in die Bar, um anderen Leuten meine Aufmerksamkeit in der Art jetzt irgendwie zu schenken, im Sinne von, da ist jemand Neues, Interessantes oder so. Was natürlich immer wichtig ist oder was Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, wenn jemand Musik macht. Ja, also ich bin auch früher gerne in Bars gewesen, wo dann Live-Musik war. Die haben dann typischerweise von mir mehr Aufmerksamkeit als Bars, die keine Live-Musik haben. Ähm, Das ist immer ganz gut. Und ansonsten ist natürlich gutes Getränk und gutes Essen auch immer eine Variante, warum man auch in eine Bar kommt. Wenn du in einer Bar bist, bist du derjenige, der gern, jemand Fremdes anspricht oder musst du lieber angesprochen werden? Meistens bin ich ja da schon mit Leuten. Ich gehe selten allein in die Bar und dann ist das der Kreis, mit dem ich viel interagiere. Ähm, Dass ich jetzt in eine Bar gehe, um Leute kennenzulernen, eher selten. Auf Konferenzen trifft man dann vielleicht mal Leute und da ist dann ähm, beides möglich. Ja. Zum einen sieht man vielleicht jemanden und sagt, da war ein toller Vortrag oder wir waren zusammen im Workshop, wie hat es dir gefallen? Mhm. Ähm, Da bin ich ganz offen, ob ich mal jemanden anspreche oder angesprochen werde. Das muss sich einfach ergeben. Okay. Also, als ich 16 war, da fing auch mein Nachtleben an sozusagen und, da war ich sehr schüchtern, ne? Da war ich sehr schüchtern. Da, ähm, musste erst mal gucken, wie das so ist, ne? Bist du auch schüchtern oder bist du eher, so wobei mit dem Alter wird man eigentlich offener, ne? Ich würde mich als schüchtern wahrnehmen. Ich brauche eine Zeit, um warm zu werden, um mich wohlzufühlen, um mich sicher zu fühlen und kann dann entsprechend irgendwann, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mit Leuten da bin, mit denen ich gut auskomme, werde ich sicherlich offener auch, werde gesprächiger. Aber ansonsten bin ich eher zurückhaltend. Ich höre gerne zu, soweit es irgendwie geht. Tatsächlich nicht immer ganz einfach in einer Bar oder auf Konferenzen auch Gesprächen zu folgen, weil so viele Gespräche einfach da sind. Da fällt mir manchmal schwierig, wirklich die einzelne Stimme, die mich gerade interessiert, rauszuhören. Von daher darf es für mich nicht zu laut und zu bevölkert sein, aber in einer kleinen Gruppe gute Gespräche führen ist immer sehr spannend. Für mich spannend war immer, in England, wenn ich, da unterwegs war und in den Kneipe gegangen bin, du wirst immer von den Leuten angesprochen, gnadenlos, ne? Also, es ist schon und sie suchen richtig ein Gespräch zu führen. Und das fand ich, wahnsinnig nett. Auch wenn du da am Strand bist, also, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die in England am Strand war, in Wales war ich baden. Da wenn du im Wasser bist, dann wirst du von den Leuten angesprochen. Das ist echt, irre. Ja. Habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht in England großartig. Bin auch nicht so oft in England in Pubs gewesen. Ähm, ja, von daher kann ich da jetzt wenig zu beitragen, muss ich sagen. Okay. Wenn wenn ich an dich denke, ne, es ist so, dass oder wenn ich, Leute frage über dich oder sagen wir so, oder wenn die Leute über dich reden, die reden alle sehr, sehr positiv über dich.
Und wenn man sieht, auch die Reaktionen von den Leuten in Twitter sind alle sehr, sehr positiv. Die Leute haben dich irgendwie im Herzen geschlossen. Das ist sehr schön. Wie kommt das? Ich meine, du bist ein Netter, das weiß ich. Aber wie kommt das? Wie ist diese Entwicklung? Das ist es vielleicht. Wir versuchen, ein Netter zu sein. Ja, das gelingt mir meistens ganz gut. Ich versuche, positive Dinge zu kommunizieren. Ich versuche, Raum zu geben, soweit es geht. Wenn man das auch auf Twitter jetzt als Beispiel nimmt, versuche ich, Stimmen, die mir wichtig sind, entsprechend zu verstärken. Als ein Beispiel versuche in Face-to-Face-Situationen, wenn man gemeinsam ist, auch dort Raum zu geben, Leute einzuladen, zu sprechen. Und generell sehr, sehr positiv zu sein und die Dinge, die ich wahrnehme, die mir nicht gefallen, entsprechend auch in einem angemessenen Maße versuchen anzusprechen. Dann eventuell, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du deshalb lächelst, Reaktionen zu bekommen, dass die Leute sagen, ja, ich wurde Das, darauf angesprochen worden auf Dinge und wenn die das dann so offen machen wie du und das kommunizieren vor der gesamten versammelten Konferenz, vor allem Konferenzbesuchern und sagen, da gab es einen Hinweis, ich nehme das wahr, ich verstehe, warum das vielleicht nicht optimal ist, aber ich versuche mich zu bessern und dann tatsächlich in den nächsten Jahren oder ich persönlich eine Veränderung und eine Verbesserung zum Positiven wahrgenommen habe, auf einem ja sowieso schon sehr hohen Niveau, wenn man sich die Konferenz anschaut, dann macht es auch Freude, entsprechend dieses Feedback zu geben. Ja, da, wo man ein gutes Gefühl hat, dass das Feedback gut angenommen wird und dann auch Veränderungen hervorruft. Ja, ne, also und ich bin dankbar und ich glaube, dass jeder, der so wie wir ist, ja, dankbar ist, dass jemand kommt und sagt, ich würde das so sagen oder so machen. Und man erklärt das. Und ich glaube, dass in der Welt, wo wir uns bewegen, ja, weil ich glaube, dass wir mit den Agile Testing Days oder in dieser Community, wo wir uns bewegen, ja, dass wir schon alle von Gedankengut, ja, wenn man das so sprechen darf, ja, schon sehr, sehr ähnlich sind und auch diese Werte schätzen, ja. Und das ist sehr gut und ich freue mich. Und ich glaube, dass wir nur besser werden können, ja, wenn wir das ansprechen. Damals war das so in den Agile Days vor einigen Jahren, wo du mich angesprochen hast, weil ich das Wort Guy, weil ich gesagt, hey guys, how are you? Und dann, ja, und jedes Mal, wenn jemand das sagt, dann sage ich auch englischsprachige Leute, habe gesagt, nein, 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 nein. Ob das so richtig ist, ja. Aber, aber trotzdem vielen Dank. Also heute noch vielen Dank und ich schätze das sehr und ich finde es sehr schön, wenn man das direkt anspricht, als wenn man irgendwie uns dann in Twitter irgendwie fertig machen will. Ja, aber das schaffen sie nicht, ne? Aber wegen das. Und das ist sehr schön. Ähm, für mich, ne, und deswegen passt sehr gut, dass du das Thema angesprochen hast, weil ich wollte mit dir kurz ein bisschen über inklusive Gemeinschaften, ja, wie man sowas aufbaut. Ja. Was bedeutet das für dich? es ist ein Raum, eine Gemeinschaft, wo Personen sich so wohlfühlen und sicher fühlen, wie sie sind, ja, in der sie sich nicht verstellen müssen, in der sie ihre Persönlichkeit offenbaren können, das preisgeben können, was sie möchten. Ja, sei es, dass sie sich wohlfühlen, ob sie Mann oder Frau oder nicht binär sind, ob sie die eine oder die andere sexuelle Orientierung haben, ob sie gerne grüne Haare haben oder barfuß laufen, was auch immer, welche Religion sie anhängen. Wenn das quasi kein Grund ist, Leute auszugrenzen oder besonders zu bevorzugen und sich alle Personen in der Art, wie sie sind, in einer Gruppe wohlfühlen und sich so geben können, wie sie sich wohlfühlen und dass es okay ist in der Gruppe, dann haben wir einen großen Schritt nach vorne getan. Ja, und auch das erlebt man in vielen Situationen sehr, sehr positiv, dass das funktioniert. Da ist dieses Beispiel Geist, über das wir gerade angefangen haben zu sprechen, ein Thema, was oft nicht mit böser Absicht gesagt wird, aber ich gelernt habe, Perspektiven
wahrzunehmen, dass es als ausschließend wahrgenommen wird. Ja, und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, was Personen sagen wollen, welche Wirkung sie hervorrufen wollen, sondern welche Wirkung sie hervorrufen. Ja, und da ist immer das Entscheidende letztendlich, was kommt beim Empfänger einer Aussage entsprechend an, was sind dort die Gefühle, fühlt sich diese Person wertgeschätzt und angenommen. Und da habe ich von vielen Frauen gelernt, dass Geist entsprechend nicht als sie ansprechend wahrgenommen wird, dass ich mich bemühe, es selbst nicht zu sagen, das klingt mir ganz gut, und auch, wenn die Situation es irgendwie ermöglicht, andere Personen darauf anzusprechen und in ein offenes Gespräch zu kommen und Perspektiven anzubieten. Denn ganz oft ist es wirklich nicht die böse Absicht, sondern ein: „Oh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht“, oder: „Aber da wird das doch auch so und so gesagt“, ja? Aber was in manchen Kontexten okay ist und muss nicht in allen Kontexten gut sein. Und grade wenn es dann in dem selbst erlebten Kontext, in dem man gerade interagiert, für einen selbst wahrnehmbar nicht inklusiv ist und Leute ein wenig ausgrenzt, wenn es auch nur subjektiv oder ein 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 eine Nuance ist vielleicht, ja. Auch da kann man schon drüber anfangen, drüber nachzudenken, ob man nicht bessere Wörter hat. Und es gibt so viele Beispiele, was man stattdessen sagen kann, ähm, Ja. wenn es ein einfaches Everyone ist. Ja, und da bin ich froh, dass ich mit vielen Leuten, entweder in Person oder auch auf Twitter, interagiere, denen das wichtig ist, ja, von denen ich sehr viel gelernt habe, und entsprechend auch meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir offen aufeinander zugehen und mehr Perspektiven verstehen und nicht in Schubladen und Schwarz-Weiß denken und akzeptieren, dass es mehr gibt, als wir vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren uns selbst eingestehen wollen. Ja. Also Inklusion ist ein wichtiges Thema und das geht nicht nur um wirklich das Binäre, Mann oder Frau, ja. Es geht auch darüber hinaus auch an andere Dinge und wir sehen es zum Beispiel bei den ältesten Days und da machen wir seit dem Day One, ja, sind wir, glaube ich, da sehr klar positioniert, ähm, dass dass wenn wir, also wir sprechen schon die Leute an und ich glaube, dass wir viele Leute erreichen, ja. Und obwohl wir wirklich ein Safe Place anbieten, ja, für die Leute, damit die kommen und die können nicht nur sprechen und sagen, was sie denken, ja, wo wir sehr gute Keynotes oder Talks gehabt haben von Leuten, wo sie sehr stark öffnen, ja. Ähm, obwohl wir da in diesem Punkt eigentlich sehr erfolgreich sind, ist mir weiterhin noch viel zu wenig, ja, persönlich. Ja. Ich glaube, dass wir hier wir selber ein bisschen mehr machen können, ja, aber es ist ein langer Weg und das ist nicht etwas, was wir jetzt so in, 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 ähm, in den großen Schritten machen können. Ja. Ja, es ist ein Prozess. Ich habe die Azure Testing Days als konkretes Beispiel immer sehr, sehr offen wahrgenommen, wo Leute so kommen können, wie sie wollen. Nehmen wir die Kostümparty, es wird keiner gezwungen, sich zu verkleiden. Als Beispiel ist es vollkommen okay, man wird vollkommen akzeptiert, ist vollkommen integriert, auch wenn man nicht verkleidet kommt. Das ist sehr schön. Es ist egal, wie man sich auch während der Konferenz anzieht. Gibt Leute, die in Anzug tatsächlich wenig, aber die in eher formalen Hemden kommen, Leute, die in T-Shirts da sind, kurze Hosen, barfuß, in Schuhen, was auch immer. Die Leute kommen so, wie sie sind und werden so akzeptiert und wertgeschätzt. Ähm, ja, ich denke mit Freude noch an eins der Fotos vom letzten Mal zurück, wo irgendwie Sith und Jedi miteinander reden auf der Konferenz, ein Einhorn dabei steht und es einfach eine gute Atmosphäre ist Mhm. und wo viele Personen sich wirklich darum bemühen, dass Leute sich willkommen fühlen. Sei es, dass der Gesprächskreis geöffnet wird, dass immer eine Person sich ohne Probleme dazustellen kann, ohne dass sich irgendwo dazwischen drängen muss. Sei es aber auch, dass eventuell ganz klar gesagt wird, okay, das und das und das ist jetzt nicht in Ordnung oder wir würden uns freuen, wenn gewisse Dinge nicht passieren. Ja? Und das ist ein sehr offener Umgang und da können wir alle miteinander lernen, wie wir das möglichst gut für Leute
Ja, möchte. wir haben auch von Anfang an, darauf geachtet. Zum Beispiel für uns war wichtig, die Community, die Leute, ja, wenn wir, vor allem das ist auch passiert, ja, bei Keynote Speakers, ne, die, wenn die zu hochnäsig sind, ja, weil es gibt Leute, die kommen und sie denken, dass sie irgendwie die Besten sind, die Tollsten und die einfach mit dem Fußvolk nicht redet, ja, die kommen nie wieder. Weil, egal wie gut sie sind, weil das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen ähm, interagieren, ja? Wir wollen Liebe und Zuneigung und wir wollen Austausch und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass uns das gelungen ist, aber frag mich nicht, wie wir das geschafft haben. Das weiß ich auch nicht. Es wird auch meiner Einschätzung ein weiterer Lernprozess sein und, da ist es wichtig, auf die Wahrnehmung, zu horchen, ähm, und, das Feedback immer wieder einzuholen und es ist wichtig, dass die Leute ermuntert sind, dieses Feedback zu geben. Ja, und, das, wird sich zeigen, wie es in den nächsten Jahren weiter ausgestaltet. Es gibt immer einzelne Personen, die in der Community, wie auch immer man die jetzt genau abgrenzt, beliebter sind, unbeliebter sind, in den einen Ruf haben, den anderen Ruf haben. Da muss man einfach in den nächsten Jahren immer wieder darauf achten, wie kommen einzelne Personen an. Ähm, Man muss nicht, oder ich muss nicht alle Personen total lieb haben, die auf den Agile Testing Days sind. Solange sie sich fair verhalten, bin ich da ganz gut zufrieden. Und das klappt sehr, sehr, sehr gut insgesamt. Ja, es gibt Ja, ja. Ich glaube, wir haben nur liebe Leute, ja, glaube ich. Aber ähm, wenn wir zurück auf dich gehen und nicht zu viel Werbung über meine Konferenz machen, was auch schön ist, aber es ist nicht Ziel und Zweck des Ganzen hier, sondern es geht eigentlich um dich. Wie ist das mit deinem Leben? Gab es Situationen, wo du benachteiligt worden bist eigentlich? glaube, ich hatte, sehr viel Glück und, sehr viel Privileg. Ja, ich, bin in Anführungszeichen guten Verhältnissen aufgewachsen, ähm, konnte, so zur Schule gehen, wie ich das wollte, hatte das Glück, dass mir entweder viel zugefallen ist oder meine Eltern mir viel mitgegeben haben, ohne dass ich das so direkt gemerkt habe im Sinne von, das und das musst du tun, sondern, Schule war insgesamt, gut für mich. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man sagt: „Ja, das war jetzt nicht, so 'ne sonderlich positive Erfahrung.“ Konnte danach, Zivildienst machen, konnte danach studieren, habe, 'n gutes Studium gefunden, habe mich da wohlgefühlt, habe 'n Job gefunden, in dem ich wohlgefühlt habe und, hatte nie irgendwo dieses Gefühl: „Boah, irgendwie weiß nicht, wie's weitergehen soll.“ Und, von daher habe ich sehr, 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 sehr positive Erfahrungen gemacht und, kann viele Dinge, die andere Leute erlebt haben, gar nicht nachvollziehen, oder gar nicht, selber nachspüren, ja? Ich kann sie vielleicht versuchen zu verstehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie manche Dinge sind. Und es gibt ja genug Experimente, wo gefragt wird: „Okay, so 'n Spiel“, ich möchte erinnern, oder Spiel, eine Übung, würde ich sagen, die gemacht worden ist, irgendwo in 'nem College, würde ich sagen, in den USA, wo dann die Frage war, wenn du als Beispiel, jeden Abend, was zu essen auf dem Tisch hast. Also, meist, wenn du nach Hause kommst, hast was zu essen auf dem Tisch, dann geh 'nen, Schritt nach vorne. Genau, Ja, genau. wenn du mit beiden Elternteilen aufgewachsen bist, geh einen Schritt nach vorne. Ja, wenn du nie Opfer von Gewalt geworden bist, geh einen Schritt nach vorne. Ja, und in diesem Video habe ich, mal geguckt und ich, wäre selbst sehr, sehr, sehr viele Schritte nach vorne gegangen und das ist mein Vorteil, den ich, über die Jahre immer wieder erfahren habe und, es hilft, sich, dem bewusst zu sein und, vielleicht dann, auch zu schauen, wie kann ich anderen Leuten es manchmal leichter machen, ja? Denn die Einstiegshürden in gewisse Dinge sind einfach, manchmal sehr hoch und, nur weil ich dieses Privileg hatte, dass ich mir um viele Dinge keinen Kopf machen musste, heißt es nicht, dass andere Leute nicht, als Beispiel jetzt Tester genauso gut sein könnten, wie ich, ja, die kein Studium gemacht haben, die nicht das Glück hatten, direkt sich im Test wohlzufühlen, sondern irgendwie länger suchen mussten, wo sie denn einen Job finden, wo sie sich, wohlfühlen und sich ihr Glauben einbringen zu können. Und von daher, geht's mir sehr gut, und, ich versuche das, ja,
weiterzugeben, das ist das Privileg, was ich habe, weiterzugeben und zu nutzen, andere Leute zu unterstützen. Ja? Sei es, dass man vielleicht, kann mich daran erinnern, Konferenztickets zur Verfügung stellt. Da gibt es ja immer wieder Aktionen, dass letztendlich aus der Community heraus gesammelt wird. Entweder, dass man Geld spendet für Tickets oder dass man Konferenztickets direkt zur Verfügung stellen kann. Das sind wundervolle Aktionen, die ich zum Glück auch unterstützen kann. Klar, es geht immer mehr, aber es ist sehr wichtig, dass es Leute, die ja, als Beispiel einfach in einem Land leben, wo die Gehälter so sind, dass sich Konferenztickets kaum bezahlen lassen, weil typischerweise dann meinetwegen Euro oder Pfund bezahlt werden. Und wenn die lokale Währung halt nicht so stark ist, dann ist das eine immense Hürde. Ja? Und klar, es ist für einen selbst auch, Ja, aber im Vergleich zu dem, was es für andere Leute bedeutet, ist es Peanuts. Und wenn man dort die Möglichkeiten schaffen kann und dann die Rückmeldung auch bekommt, wie dankbar die Leute sind, ist das eine ganz, ganz tolle Sache, die ich zum Glück auch wahrnehme, die viele Leute tun und dort Community unterstützen. Denn auch wir und die Community lebt ja nicht nur von Leuten jetzt aus Deutschland, aus Westeuropa, sondern wird ja auch unglaublich bereichert von Leuten rund um die Welt. Und ja. da können wir alle unterstützen, dass wir diese Perspektiven auch wahrnehmen können. Ja. Ich sage immer, wir sind das Ergebnis unserer Kindheit. Ja? Also egal wie deine Kindheit war, ja. Und letztendlich, man bekommt eine Menge mit und man entwickelt sich. Ja. Und ihr hattet eine andere Kindheit als du und sicherlich andere Leute haben eine andere Kindheit als ich. Und wenn man kann es nicht vergleichen, ja, weil die Welt ist anders. Wichtig ist, letztendlich, wie man heute ist, weil man ist das Ergebnis auch dessen. Ja? Und man hat sich entschieden, dass man in eine Richtung, in eine andere Richtung, so wie ich dich sehe, ja, nicht nur, dass du sehr klare Gedanken hast und so das Herz an der richtigen Stelle hast, ja, das bedeutet, dass du schon eine besondere Kindheit hattest. Wie war deine Kindheit? Ähm, Ich habe mich geliebt gefühlt, ja. Ich habe mich angenommen gefühlt, hatte das Glück oder das Privileg, dass meine Eltern zusammengeblieben sind, dass ich nicht unter einer Scheidungssituation aufgewachsen bin. Meine Mutter hat die Möglichkeit gehabt, auch von zu Hause zu arbeiten. Mein Vater war da. Ähm, Wir konnten gut als Familie aufwachsen. Ja, und das war sehr, sehr liebevoll und ja, mich unterstützt gefühlt. Meine Eltern waren immer für mich da, wenn ich Kummer hatte. Und ja, einen sicheren Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt, wo man sich austauschen kann, wo man offen sein kann und wo man Unterstützung erfährt und Liebe erfährt, das war sehr gut. Ich habe ein super Verhältnis zu meinem Bruder. Auch das ist nicht immer gegeben, habe ich wahrgenommen in Familien. Wenn Geschwister Nicht untereinander selbstverständlich. streiten, kann das auch 'ne Belastung sein. Da habe ich das Glück gehabt. Ja, natürlich haben wir gerauft und haben uns auch mal gestritten. Ja, aber von Aber das, Kindheit das, an bis das gehört dazu. Ne? genau, von Kindheit an bis heute weiß ich, dass ich mich auf meinen Bruder verlassen kann und habe das in den letzten Jahren immer wieder auch erfahren, dass wir ähnliche Zielsetzungen haben und ähnliche Einstellungen zu vielen Dingen, sodass wir sehr gut miteinander auskommen und uns da gegenseitig unterstützen können. Gibt es jemand in deinem Leben, der dich sehr stark beeindruckt hat? Oder überhaupt, also muss nicht in der Familie sein, sondern jemand, der dich beeindruckt hat. Ist die Frage, wo man immer so hinschaut. Es ist klar sind Eltern immer irgendwie Vorbilder und beeindruckend. Das lässt sich schwer irgendwie objektivieren. Da ist man vielleicht auch als Kind sowieso schon irgendwie biased und sagt, ja, meine Eltern sind die tollsten, die ich mir vorstellen kann. Das kann ich nicht beurteilen, inwieweit das wirklich so toll war. Ich habe mich immer wohlgefühlt, aber das beeindruckend wahrzunehmen, weiß ich nicht, ob ich das so formulieren kann. Es ist schwierig. Es gibt genug Leute, die mich
in der einen oder anderen Art und Weise beeindrucken. Wenn ich jetzt auch wieder an das professionelle Umfeld denke, Gitte Klickert, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie offen sie mit vielen Themen umgeht, wie sie es schafft, ich weiß gar nicht, wie es im Moment heißt, Allies and Friends, glaube ich, Gathering, einen Raum zu schaffen, wo sich Leute wohlfühlen, wo Leute sich öffnen können. Das ist extremst beeindruckend, wie das funktioniert, was dort möglich ist, an Gesprächen zu führen, an Verletzbarkeit zu zeigen. Das ist extremst beeindruckend. Auf der menschlichen Ebene, wenn man ihre Geschichte hört, mit welchen Hindernissen sie aufgewachsen ist und wie sie schafft, aus diesem Umfeld heraus einen so liebevollen Ort zu schaffen, Ja. ihren Aber für mich, Möglichkeiten, ja, ja, Umarmung jederzeit anzubieten. Ja? Und das ist so eine Offenheit, die in diesem professionellen Umfeld extremst beeindruckend ist, in meinen Augen. Ja, das ist, also das erste Mal, dass wir das gemacht haben bei der Agile Testing Days und wo die Leute sich so geöffnet haben und ihre persönlichen Erlebnisse da erzählt haben, ja, ohne sich komplett geöffnet haben, ja, ähm, wo wir alle feuchte Augen hatten, ja, wenn die Leute Geschichten erzählt haben. Das ist für mich Gänsehaut, ja, weil es ist so, dass das kann man, also man kann das nicht erklären, du musst dabei sein. Und ich glaube, hm, das ist die Community oder diesen Platz, den wir da geschaffen haben. Und das ist schon sehr, sehr bedrückend. Aber Gitter ist schon unglaublich. Ja. 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 Ähm, Was war der beste Rat, den du jemals von jemandem erhalten hast? Ich tue mich mal schwer mit dem Besten. Ja, das ist Einen guten? ein guter Rat. Ja, da gibt es vielleicht welche. Ich glaube, ein Rat oder eine Erkenntnis, die mir immer wieder von verschiedenen Seiten, ja, ich kann es jetzt gar nicht so auf einzelne Personen zurückführen oder eine Person da hervorheben, dass es wichtig ist, sich selbst kennenzulernen, zu überlegen, was ist mir wichtig, für was möchte ich stehen in gewisser Weise und wie kann ich an diesen Zielen, die ich habe, an diesen Dingen, die mir wichtig sind, arbeiten und einen Beitrag leisten, dass sie sich bewirken, dass man dort etwas bewirken kann. Ähm, sich wirklich mit sich selbst zu befassen und zu schauen, ähm, was ist es, wofür ich stehen möchte, was ist es, was ich bewegen möchte, wofür möchte ich meine Energie einsetzen. Ja? Denn wir können unsere Energie in so vielen Bereichen einsetzen, sei es das professionelle Umfeld, sei es die Familie, sei es irgendein Hobby, was wir haben, das zu balancieren und sich dort wohlzufühlen und auch eine gewisse Offenheit zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Du hast gerade über Hobbys gesprochen und Was? ich weiß, Sorry? du hast über Hobbys Ja. gesprochen. Hobbys, Ja, ja? und ich weiß nicht, ob das ein Hobby ist oder eine Leidenschaft oder wie auch immer man das nennen will. Aber du bezeichnest du dich selber als Sketchnoter. Ne? Mhm. Was steckt dahinter eigentlich? Ich habe das in meine Twitter-Bio reingeschrieben, in einem Moment, wo ich relativ viele Sketchnotes gemacht habe. Im Moment würde ich mich vielleicht nicht mehr wirklich als Sketchnoter bezeichnen. Ich habe es einfach zu selten wieder gemacht. Genauso wie ich mich eine Zeit lang als passionierten Läufer bezeichne. Im Moment ist das auch eher was gerade wieder hinten ansteht. Ich habe Sketchnotes auch kennengelernt von Marianne Deist auf dem Workshop gewesen, die mich Viele Grüße extremst von dir, ne? beeindruckt hat. Grüße an Marianne. Und es ist eine wunderschöne Art und Weise, Notizen zu machen, die für einen selbst hilfreich sind, die einen ähm, zum Nachdenken fördern, zum Zuhören letztendlich unterstützen. Wenn ich früher Notizen gemacht habe, habe ich sehr, sehr, sehr viel geschrieben, habe quasi versucht, so die gesamte Struktur nachzuvollziehen, habe das so schnell geschrieben, dass ich kaum noch lesen konnte.
Und wenn ich mich versuche, wirklich auf die Essenz zu fokussieren und zu sagen, okay, hier habe ich mal ein Stichwort, was ich aufnehmen möchte, oder hier war ein für mich gefühlt im Moment essenzieller Satz, dann hilft es mir, die wichtigsten Dinge aus einem Vortrag vielleicht mitzunehmen. Wenn ich vorher irgendwie 3 Seiten vollgeschrieben habe in 'nem 30-Minuten-Vortrag, das kann ich gar nicht alles erfassen. Und wenn man so 'ne Sketchnote macht auf 'm DIN A4-Papier als Beispiel, dann ist der Platz limitiert und man muss sich vorher schon gut überlegen, was ist denn wohl für mich so ausreichend wichtig, dass ich das hier notieren möchte. Ja, Mhm. und da lernt man entsprechend zuzuhören, da lernt man die Essenz rauszufiltern und durch die Techniken entsprechend das zu illustrieren, Wörter noch mal hervorzuheben, Skizzen dazu zu machen, wird das Ganze auch noch so, dass man da gerne noch mal drauf guckt und so 'ne Sketchnote auch sehr, 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 sehr schnell erfasst hat. Ja, ähnlich wie 'ne Mindmap auch in der Tendenz sehr schnell erfasst werden kann, weil sie 'ne gewisse Struktur hat, weil sie auf wenige Wörter fokussiert. Das ist in der Sketchnote ähnlich. Da habe ich dann auch wenige Wörter und ein paar Illustrationen dazu, vielleicht noch 'n paar Farben, die was ausdrücken können. Und ich habe dann die Essenz des Vortrags typischerweise trotzdem ganz gut wieder zum Wiederaufbereiten. Und sind wir ehrlich, aus den meisten Vorträgen reicht es vielleicht, 2, 3 Dinge mitzunehmen, ja? Und wenn ich diese Dinge dann tatsächlich mitnehme und beherzige und in meinem Arbeitskontext umsetzen kann, dann ist das schon viel, viel mehr, als typischerweise passiert. Oft ist es ja so, dass man sagt: „Nimm eine Sache aus der Konferenz mit, die du am nächsten Montag in deinen Arbeitsalltag integrierst.“ Wenn ich das schaffe, bin ich schon sehr gut, dann hat sich die Konferenz gelohnt. Und von daher aus jedem Vortrag dann irgendwie ganz, ganz viele Dinge mitnehmen, geht sowieso kaum. Ja, dann habe ich auch wieder keinen Fokus mehr. Und da hilft dieses Sketchnote wirklich, das zu machen. Und auch das war so 'ne Situation, wir waren im Workshop, danach habe ich die erste Sketchnote quasi zu einem Vortrag gemacht und neben mir saß jemand: „Oh, interessant. Teilst du das hinterher?“ Ich habe gedacht: „Ne, niemals.“ Und dann guckte ich hinterher so drauf und dachte so: so schlecht ist es auch nicht, ja. Zwar keine Farben, weil ich keine farblichen Stifte da hatte, alles schwarz-weiß, aber ich habe gedacht: „Och, so schlecht ist es auch nicht, teile das doch einfach mal.“ Ja, weiß noch genau, war dann Keynote von Emory Jarrett über Headlight is the ne, Quality Testing of the Headlights of Quality oder so was in der Art. Mhm. Ähm, Es war 'nen toller Vortrag. Ich kann mich noch so grob an die Sketchnote erinnern, habe sie bestimmt noch irgendwo digital auch. Und dann zu sehen, wie sehr das unter Umständen anderen Leuten auch noch mal hilft. Ja, also ich mache die Sketchnotes im Wesentlichen für mich. Wenn man es dann aber teilt und sieht: „Oh, Leute freuen sich darüber, dass es geteilt wird“, ja, können vielleicht noch mal Perspektiven auf den Vortrag bekommen, können Ja, vielleicht aus 2 Sketchnotes verschiedene Perspektiven bekommen und feststellen, was für andere Personen wichtig war. Ja, meine Perspektive anzubieten, wenn sie jemand haben möchte, ist gut, wenn nicht, ja, dann nicht. Ja, aber tatsächlich, grade jetzt in der letzten Zeit mit digitalen Vorträgen und sowieso sehr viel am Rechner sein, ähm, fällt es mir schwer, tatsächlich dann bei digitalen Vorträgen zu sketchnoten. Ich freue mich auf die nächste Live-Konferenz. Das ist immer 'n guter Vorsatz, da das Papier und Stifte mitzunehmen und das dann anzufertigen und im Nachgang zu teilen. ja. Weil das Die viele Leute auch total beeindruckt, obwohl ich selbst sage, ja, mir gefallen sie nicht so gut wie andere Sketchnotes, ja. Ich mag meine Art von Sketchnotes noch nicht so gut. Aber auch da ist ja die Thematik, würde ich viel, viel, viel mehr üben wollen, wäre mir das richtig wichtig, dass die richtig hübsch aussehen und ja, dann würde ich viel mehr üben dazu, ja. Aber es ist so gut von der Technik her, dass ich sage, ich habe einen Mehrwert davon, das so zu tun und ich kann das teilen, andere Leute freuen sich drüber, gut ist. Es muss jetzt nicht die objektiv beste sein oder irgendeinen Preis dafür gewinnen für die Sketchnote. Ähm, Darum geht's mir gar nicht. nein, geht gar nicht. Ne. Okay. So wie wir gehen schon, gegen Ende und, es gibt in dieser Bar, wo wir uns befinden, in meiner Bar, Peppers Bar, da gibt's, bestimmte, obligatorische Fragen, Okay. ja, die du gern, antworten musstest, ja? Was ist dein Lieblingsgetränk? Wasser, tatsächlich. Also, wenn ich mir anschaue, wie viel was ich so trinke, über 'n Tag verteilt trinke ich typischerweise Wasser. Klar, ich trinke auch Kaffee.
der gehört für mich auch irgendwie zum Tag dazu. Ich trinke jetzt auch wie jetzt gerade gern mal 'n Whisky oder so oder mal 'n Bier. Aber tatsächlich, wenn ich sage, welches Getränk kann ich nicht drauf verzichten, dann ist es Wasser. Ja, weil Ja, das einfach für mich die reinste und unbelastetste, ja, mit wenig Kalorien oder keinen Kalorien, und geschmacklich, sehr gut und, Vorteil, ich kann's quasi überall, jederzeit bekommen. 'N Wasserhahn hat man überall. Wenn mit Sprudel drin ist, ist auch in Ordnung, aber Wasser an sich ist für mich das wichtigste Getränk. ja. Ich bin ein Kaffee-Junkie, also ich trinke Kaffee, viel Kaffee. Mhm. Aber es ändert sich, aber Wasser auch. Aber ich trinke zum Beispiel, was die Leute nicht glauben, recht wenig Alkohol, recht wenig Alkohol. Also, ich trinke also, abends trinke ich wenig, also oder gar nichts, ne? Aber nur Nur mit morgens also, raus. alleine ne, alleine trinke ich gar nicht. Also, ich trinke eigentlich nur mit Leuten, mit Freunden, sonst trinke ich gar nicht, ne? Ähm, wenn du in einer Bar bist, was ist dein Lieblingslied, Mein Lieblingslied. wo schon das Bein anfängt, sich zu bewegen? Ich glaube, in 'ner Bar möchte ich, dann tatsächlich gar nicht so das Bein, bewegt haben dabei. Ja, dann würde ich eher irgendwo in den Club zum Tanzen gehen. In 'ner Bar, mag ich dann gerne Gitarre und Gesang und, dann ist mir fast das Lied egal. Ich finde es super tatsächlich, wenn mich 'nen Song überrascht und, ich kann mich erinnern, ich war in München mal auf'm Projekt, in einer Bar und da hat, 'nen Duo, gesungen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war, von Shakira, genau, 'nen sehr, ähm, eigentlich schnelles Lied und die haben da eine sehr schöne, letztendlich Unplugged-Version draus gemacht, die Essenz vom Song sehr gut, widergespiegelt hat, die erkennbar war, die aber so komplett anders war und trotzdem total cool. Da bin ich immer für zu haben, wenn mich 'nen Song in der Aufbereitung überrascht. Ich bin auch immer Freund von Unplugged-Versionen von, Hits, die dann einfach noch mal 'ne neue Stimmung und ein neues Erleben in den Song reinbringen. Wenn du dir es, aussuchen konntest, mit wem würdest du dich am liebsten an der Bar unterhalten? Gibt's eine Person oder Persönlichkeit? Also, es muss also, neben mir natürlich, ne? Von Ne, den wir können uns, häufiger, aber wenn du unterhalten. dir jemanden aussuchen konntest, Ach, das ist, schwierig. Ich glaube tatsächlich, was ich, sehr schön finden würde, wäre tatsächlich einmal mit Alice Cooper zu sprechen, ihn kennenzulernen. Musik begleitet mich seit, vielen, vielen Jahren, dass ich die Musik von ihm kennen und lieben gelernt habe. Mich die Person irgendwie fasziniert, die es irgendwie geschafft hat, aus, Drogenexzessen und Entzugshöllen irgendwie ein, immer noch, gutes Leben zu führen. Und ich glaube, er hätte 'ne Menge zu erzählen und, es wäre bestimmt nie langweilig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist relativ gering, aber ich glaube tatsächlich, mit ihm mal you zu never know, quatschen, wäre schon schön. you Wahrscheinlich never know. weniger an der Bar als am Golfplatz mit ihm, aber, da muss ich dann erst mal Golf spielen lernen. Ich bin heute Abend dein Barkeeper, ne? Und du weißt schon, Barkeeper, ne? Und, Kunde an der Bar, man unterhält sich und irgendwann spät abends, man macht, Geheimnisse, ja? Welches Geheimnis, musst du ablegen hier bei mir? Welches Getränk muss ich Mit Geständnis, welches Geständnis, Geständnis? mhm. Uh, Du musst jetzt bei mir beichten. das, fällt mir nicht leicht, muss ich sagen. Ähm, Du magst Testen nicht so gern. Das wäre was. Ich überlege, ob es da irgendwas gibt, wo ich sage, das wäre irgendwie 'nen Geständnis wert. Eine Überraschung, ne? Eine Überraschung. Uh, und dann noch beim Barkeeper. Ich bin Ja, grade die Abende sind lang. Die Abende sind lang, ja, ne? ja, ja, ja. Und wenn man schon 4 oder 5 Whisky drauf hat, ne, dann kann man schon was erzählen. Ich bin echt grade vollkommen überfragt, was denn in irgend 'ner Art und Weise 'ne Überraschung oder Come 'n on. Geständnis sein könnte. Ähm
die so im Laufe des Abends passiert. Müsste ich, Ich wenn, weiß nicht, nachreichen, aber im zum Moment Beispiel, ich hätte von meiner Seite zum Beispiel, ich würde sagen, ich hätte eigentlich anstatt in Richtung Testing gehen vor 25 oder 30 Jahren, als ich angefangen haben, hätte ich eigentlich Richtung Programmierung gehen sollen, weil ich kann gut programmieren oder ich konnte gut programmieren. Ja? Und ich glaube, ich wäre auch erfolgreich gewesen. Aber weil, also ich denke, das wäre interessant. Weil ich sage es immer, ich sage es meinen Kollegen, ich kann programmieren. Ja? Aber es ist lange her. es gibt genug Tester, die programmieren können, ja. Ja, Aber ja, ja, gut. es ist, Es gibt auch Programmierer, die auch gut testen können. ja, ähm, was jetzt so ein bisschen in diese Richtung gehen würde, also würde ich jetzt gar nicht so als Geständnis irgendwie wahrnehmen wollen selbst, sondern als Prozess der Erkenntnis. Ich habe früher immer gedacht, ich wäre total leidenschaftlich, was Testen angeht. Ja, ich wäre Tester aus Leidenschaft. Mittlerweile würde ich eher sagen, meine Leidenschaft schlägt für Qualität. Ja, und dafür muss man auch mal testen. Dafür muss man aber so viel mehr tun als testen. Und das habe ich in den letzten Jahren dann auch gelernt, dort entsprechend mich stärker einzubringen. Das wäre dann vielleicht überraschend, wenn man auf der Testkonferenz sagt und feststellt, meine Leidenschaft ist sie testen. Ja, dann ist über Qualität die Überraschung nicht mehr so groß vielleicht, aber das wäre jetzt so ein Punkt, der in die Richtung Programmierung gehen würde. Aber ich denke nochmal drüber nach, ob mir vielleicht noch was anderes einfällt, was ich dir oder einem Barkeeper oder wem anders gestehen würde. Ich frage mal vielleicht Teilnehmer von Konferenzen, wenn man morgens früh in der Bar ist, ob die sich daran erinnern können, was ich denen vielleicht mal gestanden habe. Du, Sie können sich nicht mehr daran erinnern, zumindest nicht bei den Agile Testen Days. Mhm. Das ist unmöglich. Okay, dann vielleicht doch noch eine Sache, die vielleicht überrascht, vielleicht auch nicht. Für mich ist sie einigermaßen wenig überraschend, ja, aber tatsächlich okay, wäre es vielleicht für manche Leute überraschend, wenn ich sage, ich habe tatsächlich in diesem Friends and Allies Gathering habe ich tatsächlich richtig kräftig geweint, ja, weil es eine besondere Situation war. Du hast gesagt, du hast feuchte Augen. Bei mir waren es nicht nur feuchte Augen, sondern ich habe richtig kräftig geweint und ja, da brauche ich irgendwie eigentlich kein Geständnis für, das ist, würde ich auch so erzählen, aber jetzt war es nochmal eine Situation, wo ich sagen würde, okay, das würde vielleicht manche Leute überraschen, dass das passiert und dass man das so dann auch erzählt. Ich glaube, für mich, und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, ja, ich glaube, dass bei den Agile Testen Days der Ort, wo man wahrscheinlich so viel lacht wie auch weint. Es gibt es gibt viele Keynotes, wo ich geweint habe, Mhm. ja. In den Gathering von Gita natürlich immer. Also Mhm. und dann auch nach den Keynotes. Es gab ein paar Keynotes, vor allem nach dem Keynote von Kevin Harris. Ne? Mhm. Das ist Keynote, ja. Dann habe ich mich danach mit ein paar Führungspersonen von großen Unternehmen unterhalten. Und da ist auch viel Wasser geflossen. Ja, Mhm. weil natürlich man erkennt sich. Ja, man erkennt sich da in dieser Geschichte. Ja, das ist schön. Wir sind am Ende in dieser Bar. Wir müssen die Bar schließen. Mhm. Und was ist die beste Art, ein Gespräch zu beenden für dich oder sich zu verabschieden in einer Bar vielleicht? Ich würde sagen, Dankeschön ist sehr wichtig zu sagen. Danke für das, was man gemeinsam erleben durfte. Gute Wünsche mitgeben, ne? Je nachdem, was man weiß, was den Leuten wichtig ist. Bleib gesund, viel Erfolg. Alles Gute ist sehr offen. Ja, das kann sich dann jeder selbst ausdenken. Aber ein Dankeschön, ein guter Wunsch, finde ich, ist immer eine schöne Verabschiedung. Danke, danke dir, mein Lieber. Und fühl dich umarmt. Danke dir. Einen Bis bald. wunderschönen Abend. Dir auch. Bis bald, danke. Ciao, ciao. Ciao.